So Leute, wir sind hier bei Evobus in Dortmund, die neuen Citaros abholen. Müssen wir erstmal durch den Pförtner hier erstmal sagen, dass wir da sind. So, das ist der erste Eindruck, der erste Moment, wenn er hier bei uns auf dem Hof steht. Wie ihr sehen könnt, hatte auch schon viele neue Sachen, was der andere nicht hatte hier. Und dann schauen wir uns das alles mal an. Der hat wie gesagt 430 jetzt mittlerweile runter, weil ich den ja gerade schon gefahren habe. Wir holen jetzt den nächsten ab und dann kommt die richtige und große Vorstellung. Wenn er geliefert wird, sind hier natürlich die ganzen Papiere, die ganzen Sachen drin, was man so braucht. Ja, hier noch so ein Restpaket, keine Ahnung was das ist, irgendwelche Stoffe vielleicht, muss ich selber mal gucken, was es hier noch so alles gibt. Aber ansonsten wirklich ein sehr schicker Bus, wie ihr sehen könnt. Ja, im Prinzip der gleiche, den wir auch schon haben. Da draußen ist auch der Bruder, den wir letztes Mal geholt haben, so der 2049. Die Monitore haben wir schon direkt im Werk einbauen lassen. Aber der Drucker, der muss noch bei der VKU gemacht werden. Ja, so schaut's aus. Wirklich interessant. Natürlich kann ich euch die Vorführung später noch besser machen, wenn ich damit fahre. Aber ich hole jetzt erstmal den anderen Bus ab. Vielleicht können wir während der Fahrt auch schon euch was zeigen. So, ich weiß schon, wo der steckt. Und zwar fahren wir gleich hier links. Und das ist einer von uns. Den nehmen wir jetzt mit. Den anderen habe ich ja schon weggebracht. Aber den will ich euch vorstellen und natürlich auch gemeinsam mit euch fahren. So, auf geht's. Ich habe die Schilder schon mal dran gemacht. Ja, einmal mit euch zusammen gucken wir uns das Teil mal an. Jetzt werdet ihr natürlich wieder sagen, ja, warum hat der denn wieder diese einfachen Spiegel? Ich glaube, das hatte ich euch damals schon erklärt, weil die Originalspiegel ziemlich teuer sind. Und wenn die mal kaputt gehen, dann muss man immer so teuer bezahlen. Und deswegen, die tun es ja auch. Sieht zwar beschissen aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Ja, der sieht ein bisschen, glaube ich, anders aus. Wenn mich alles nicht täuscht, schaut mal da oben. Ja, die Sensoren, die hat der Vorgänger von denen, glaube ich, nicht gehabt, die wir hatten. Natürlich ist jetzt keine Zielbeschilderung und so da. Aber hier das mit den Assistanten hier, der ist natürlich hier neu. Und ansonsten kann ja sein, dass irgendwo eine Macke drin ist oder so. Aber sieht gut aus. Das ist jetzt keine großartige Vorstellung, das ist nur die Überführung eben halt. Wir gucken uns den Motor auch noch mal an. Ein nagelneuer Motor. Wahnsinn. Der andere, den ich vorhin schon abgeholt habe, da konnte ich noch nicht so großartig filmen. Der steht schon bei uns auf dem Hof. Das sehen wir gleich, wenn wir da ankommen. Aber wirklich sehr schön. Keine Macken oder so dran. Okay. Der andere hatte 400 Kilometer runter und der auch 422 Kilometer erst gelaufen. Hier hat sich soweit nichts geändert. Aber bei der richtigen Vorstellung, dann werde ich euch natürlich alles nochmal zeigen. Hier hängen auch die Ersatzschlüssel. Das ist jetzt nur so ein Vorgeschmack für euch, damit ihr wisst, was wir gekauft haben. Mit 34 Stehplätzen, 74 Stehplätzen, was habe ich gerade gesagt, 34 Sitzplätze, 74 Stehplätze und 2
Rollstühle. Hier ist noch ein Restpaket. Das sind wohl irgendwelche Stoffe, die noch hier drin sind oder so. Können wir ja mal reingucken. Ich mache das gleich mal auf, da gucken wir mal rein. Denke ich mal. Ansonsten schön mit gelben Stangen. TFT-Monitoren hat er schon drin. Okay. Die Optik ist geblieben. Hier die Sitzgruppe, auch alles gleich. Ja. Aber hier können wir jetzt schon mal, wenn wir zum ersten Mal hier rausfahren, alles aufnehmen und den Rest schauen wir mal, dass wir bei Gelegenheit das alles aufnehmen. Ich habe mal hier reingeguckt, wie ich es vermutet hatte, wenn mal irgendwo was kaputt geht, so Ersatzstoff, wie ihr sehen könnt, hier für die Sitze. So, der hat auch diese Schiebetüren in der Mitte. So, erstmal Sitz einstellen. So. Dauert ein bisschen, weil bei mir muss der Sitz hundertprozentig stimmen. Ja, der sitzt nicht so gut. Lenkradverstellung, wo hat er den gehabt? Hier vorne. Jawohl. Okay. So, auf geht's. Ja, die ersten Meter mit dem neuen Citaro. Die anderen Busse, die hatte ich ja auch abgeholt. Wenn ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das auch noch mal anschauen. Es ist immer ein schönes Gefühl, der Erste zu sein. Jetzt habe ich natürlich keine Sonnenbrille mit, aber wir haben ja ein Rollo. Elektrisch wohlgemerkt. Und dann schauen wir mal, dass wir hier wegkommen. Ich habe den anderen ja schon weggebracht. Der ist wirklich gut gefahren. War ich auch auf Autobahn und so. Und mal gucken, wie der sich jetzt verhält. Ob da irgendwelche Unterschiede gibt. Den Sitz muss ich noch ein bisschen einstellen. Ja, fährt sich wunderbar. Nagelneuer Bus. Auch hier mit der Original Spuckscheibe hier, Spuckschutzscheibe. Das dauert ein bisschen, bis die umgerüstet werden. Hier der Drucker drauf, dann der Entwerter da drauf. Und dann mache ich eine komplette Busvorstellung. Bisschen kann ich euch mal auf Autobahn auch mitnehmen. Ich will jetzt nicht von hier bis nach Werne komplett euch aufnehmen. Der steht hier natürlich gut hier, der Golf hier. Aber ein bisschen Autobahnfahrt sollt ihr auch genießen. So Leute, nachdem wir hier rechts abgebogen sind, geht es dann zur Autobahn. Über der A2 fahren wir dann nach Werne. Wie gesagt, ich nehme euch nicht komplett die ganze Fahrt mit, sondern so, dass wir da drauf kommen und irgendwo halte ich dann an,
Oder ich schneide das dann nachher. Weil ganze Zeit nur Autobahn müsst ihr auch nicht haben. Es sollte ja eine Vorstellung von dem Bus sein. Da unten wäre jetzt ein paar Züge. Wäre gut für die Trainspotter. Aber das ist eine andere Baustelle. Wir haben jetzt heute Vorführung. Abholung neuer Busse. So, da kommt auch schon die Autobahn. Aber der fährt sich wirklich gut, Leute. Aber auch nichts anderes erwartet. Mercedes, nagelneu. Vielleicht werden hier und da noch ein paar Einstellungen wegen Türen und so sein wie letztes Mal. Da hatte er schon ein paar Störungen gehabt. Mal schauen. So, hier fahren wir rechts. So, auf die linke Seite Richtung Lünen. Ja, geht jetzt einen Berg hoch. Jetzt muss ich mal ein bisschen Kickdown geben, damit er auch kommt. Weil der ist auf 4 hängen geblieben. Jetzt habe ich den mal runter auf 3. Jetzt zieht er richtig gut. Haben wir schon den ersten Kickdown auch schon getestet. So, jetzt, der muss ja auch noch richtig eingefahren werden. Wollen wir den nicht ganz heizen. Der hat jetzt 428 Kilometer gelaufen. Also wirklich ein nagelneuer Motor. Und bei 90 schaltet der ab. Ja. Bei 2000 Umdrehungen circa. Im 4. Gang. Ja. Dann gehe ich davon aus, dass es ein Volt-Getriebe ist. Aber ansonsten kann man auch mit dem auf Autobahn schön fahren. Seid gespannt darauf, wenn ich die richtige Vorstellung mache. Dafür ist mir die Zeit jetzt auch knapp. Ich muss gleich nämlich noch Linie fahren. So, Richtung Oberhausen, Hannover. Wir müssen aber Richtung Hannover. Weil ich komme mir so nackt vor, so auf der Autobahn hier und so. Ich gucke, ob er Sicherheitsgurte oder so hat. Nein, hat er nicht. Ne? Ist wohl nicht vorgeschrieben.
Aber ich sitze immer noch nicht gerade irgendwie. So, jetzt. So, Richtung Hannover. Und wenn wir dann auf der A2 sind, dann machen wir Cut. Und ich melde mich dann wieder, wenn wir auf dem Betriebshof fahren in Werne. Den anderen, den habe ich da hingeparkt. Wenn die den nicht weggeparkt haben, sehen wir beide dann nebeneinander. Wie versprochen sind wir gleich in Werne Betriebshof und da wollte ich ja mit euch gemeinsam drauf fahren. Bisher hat er sich gut verhalten. Ja, hier kann man auch noch alles einstellen. Hier zeige ich euch nachher alles. Ich habe jetzt auch rausgefunden mit diesen Assistenten hier, müssen wir gleich noch mal testen, wenn von der Zeit her es klappt. Ansonsten bei der nächsten Vorstellung, weil der hat ja diese neue Assistenten, die ja Pflicht sind, bei neu zugelassenen Fahrzeugen jetzt. Diese, sagt schnell, meinst ich komme jetzt da drauf. Totenwinkelassistenten. So, der hat hier vorne ein Dreieck, der leuchtet gelb und an der Säule hat er auch noch mal so ein gelbes Dreieck, ja, und der leuchtet, wenn jemand in diesem Bereich, im Totenwinkelbereich ist. Aber wann der leuchtet und wie, das müssen wir noch gucken. So, wir sind jetzt erstmal auf dem Betriebshof. Die Kollegen werden wieder gucken, oh, Mehmet Oe bringt wieder einen neuen Bus. Ja, der andere, der steht auch noch da. Das war der Juri. Wie ihr sehen könnt, hier ist der andere. Machen wir mal auch schon direkt Fotos, wo die beiden so nebeneinander stehen hier. Gehen wir gleichzeitig mit raus. Dann haben wir alles fertig. So, jetzt habt ihr beide mal nebeneinander. So sieht das Teil aus. So, ich habe die Kennzeichen mal abgemacht. Wie ihr sehen könnt, wir haben heute Dienstag, 13.12. Da haben wir den abgeholt. Mit diesem Assistenten wollte ich euch noch mal zeigen. Und das hier muss ich mich auch noch mal schlau machen. Hier hat er auch noch mal für rechts, für N etwas. Muss ich mich auch mal damit schlau machen, was damit auf sich hat. Das ist auch neu, so viel ich weiß. So, der Assistent, der, mal gucken, der müsste eigentlich gleich, der zeigt glaube ich nur, wenn er läuft. Mal gucken. Gerade habe ich den gesehen da drin. Oder die Tür zu, mal gucken. Vorführeffekt. Ah, da ist er. Das Teil hier, der leuchtet orange, wenn Fahrgast, Person, keine Ahnung, muss ich mich echt mal schlau machen. Und hier ist noch mal dieser Assistent. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Hier drin ist auch noch mal ein Dreieck. Jetzt bin ich alleine. Wenn ich jetzt einen zweiten Mann gehabt hätte, der sich da vorstellt, dann hätten wir das gewusst. Aber alles im nächsten Video, wenn ich mich schlau gemacht habe. So, das war es erstmal, weil ich muss jetzt arbeiten. Wenn ich jetzt nicht arbeiten müsste, hätte ich euch den komplett gezeigt. Aber so haben wir Material für nächstes Mal. Bleibt dran. Wenn beide auf Linie gehen und Drucker und so drauf sind, dann werden wir uns den mal richtig nochmal vornehmen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Euer Mehmet Oe. Ciao Leute.